Sie haben über 3 Millionen YouTube-Abonnenten. Ihre Videos erreichen Klicks im 8-stelligen Bereich und sie sind wahrscheinlich das Lustigste, was die deutsche YouTube-Landschaft zu bieten hat. Die Rede ist von Waititi. Ich treffe heute TC und OG und beide werden mir ihre Wahlheimat Köln zeigen. Und am Anfang werden wir jetzt erstmal eine Runde abtaggen bei Lasertag Köln. Das ist der letzte Sommer, oh ja, das ist der letzte Sommer. Sag die Maya, das ist die letzte Bahn. Steig rein, das ist die letzte Chance. Hallo, ich bin Claire. Ich bin der Ja, August. schöner Lasertag, hi. Ja, hallo, einen guten Lasertag. Warum sind wir denn bei Lasertag? Weil wir Lasertag spielen. Ja, ich würde sagen, ich zeige euch vorweg einfach erstmal ein Einführungsvideo. Da wird euch im Prinzip so alles erklärt, was ihr wissen müsst. Hast du irgendwelche Tipps? Ich glaube ja, ich als Mädchen bin in irgendeiner Weise benachteiligt. Nee, gar nicht. Gar nicht. Nee? Also du wirst lachen, gerade wo du das Thema mit dem Mädchensein ansprichst. Wir haben hier tatsächlich eine Frauenquote von 40%. Der hast doch gerade gesehen, da war eine Lehrerin und die hat irgendwie Platz 1 gemacht gegen ihre Schüler. Ja? Ja. Ich weiß warum. Du! Ja, cool, dann fangen wir an. Wie viele Punkte habe ich? Ey, ich war der Schlechteste. Bin ich letzte? Ist 5. Das muss ich jetzt erstmal verdauen. Ich dachte, ich könnte so gut markieren. Mich würde mal interessieren, wo der Phil ist. Den habt ihr nicht mitgebracht heute. Er war da nicht in der Lasertag-Halle dabei. Ist er noch drin, haben wir vergessen. Nee, wir sind ja gerade am Kinofilmprojekt und haben jetzt ganz viele Ideen gesammelt, irgendwie schon über 2-3 Monate. Und der Philipp sitzt jetzt gerade zu Hause und schreibt schon ein bisschen. Das war halt unser Traum, seit wir 14 sind und jetzt irgendwie seit 2 Jahren sind wir da immer so dran und jetzt hat sich alles so ein bisschen konkretisiert und ja, jetzt wollen wir einen Kinofilm machen. Seid ihr nach Köln gekommen, weil hier ja quasi so die YouTube-Hochburg ist? Also mir kommt so vor, alle YouTuber in Deutschland, die irgendwie was zu sagen haben, wichtig, berühmt sind, wohnen in Köln. Und musstet ihr dann hier auch hinkommen? Wir sind halt vor 4,5 Jahren oder so hergezogen und ja, da war das noch nicht so, dass alle YouTuber in Köln waren und ja, wir sind halt aber damals auch wegen der Comedy nach Köln gezogen. Ist Köln wirklich so eine humorvolle Stadt? Ja, also die Leute sind schon offener als irgendwie jetzt Rheinländer. in Bayern, die Rheinländer. Habt ihr Karneval jetzt schon die 4 Jahre mitgenommen immer? Oder mögt ihr das schon nicht? Oder? Du liebst es ja, ne? Das ist gar nicht meins. Und jetzt bin ich sogar abgehauen nach Bayern in die Heimat. Ich habe voll Gar nicht. durchgefeiert dieses Jahr. Echt, du stehst drauf? Ich finde schon cool, ja. Es muss einen erst packen, finde ich, auch diese ganzen kölsche Lieder. Wenn du da am Anfang nichts anfangen kannst, dann denkst du dir auch, was singen die denn da? Was? Aber irgendwann kommst du da so ein bisschen rein und dann Nach kannst du so auch 5, 6 Kölsch und dann kannst du in Versteht Refrain man auch das auf mitkommen. einmal? Ja. Als was warst du verkleidet? Viel. Ich war so ein Footballeimer, dann war ich so ein Prinzessin? Space-Hase. Nee, Prinzessin war ich nicht. Was war ich denn noch? Weiß ich nicht, Indianer. Indianer. Okay. Du bist auch oft die Frau in euren Videos, ne? Ich leck den Hammer ab, leck den Boden ab. Ich bin so skandalös. Und wie ist es hier mit der YouTuber-Familie in Köln? Sieht man sich, trifft man sich, hängt man miteinander ab? Alle denken oder sagen nach außen hin, es ist eine Happy Family, aber ist es eigentlich so? Ich würde nicht teilweise auch sagen, dass das so, also nicht, dass es eben das andere, dass sich alle hassen, aber ich glaube, es wäre geheuchelt sozusagen, ey, wir lieben uns alle und das ist super. So ist es ja nicht. Vergleicht man auch so Zahlen untereinander? So, Das ich habe nicht, 3 das Millionen gar nicht, Abonnenten, sondern- ich habe 3,5. Ja, Aktionen oder was man halt für Erfahrungen gemacht hat oder sowas, das sind dann so eher Sachen. Aber so Zahlen, wir sind da gar nicht so, wenn jemand anders irgendwie uns überholen würde, dann freuen wir uns auch für die oder denken uns, cool, wieder ein Schritt für YouTube, die irgendwas erreicht haben. Aber es gibt halt auch einfach andere, wichtigere Dinge, die dann irgendwie ja, entscheidend sind, ob man mit der Person cool ist oder nicht. Nee, was machen wir denn jetzt? Weiß ich nicht. Weiß auch nicht. Du musst es sagen. Also wir gehen ins Rotlichtmilieu. Ach echt? Ja. Und jetzt natürlich will keiner zugeben, dass er das vorgeschlagen hat. Ich weiß ne? von nichts. Ich dachte, wir gehen was essen. Ja. Ihr wartet auf mich? Ja. Ja, ihr habt gebucht bei Stadtgeschichten. Genau das. Rotlichtstuhl, Restleitdistrikt. Das sind wir. Was wollt ihr denn genau erfahren?
Boah, alle dreckigen Geheimnisse aus Köln. Dreckigen Geheimnisse. Also oder? so viel Was wollen wir dreckige wissen? Geheimnisse hat Köln gar nicht. Köln ist gar nicht so dreckig. Also doch, natürlich. Sonst wären wir keine Großstadt, sonst wären wir nicht so interessant. Wo wir hier stehen, war eigentlich mal das Epizentrum des Rotlichtmilieus. Und wenn wir uns mal rumdrehen, da ist der Sartori-Saal, ne? Ja. Früher hieß das mal Großköln, dann war das mal ein riesiges Varieté vor dem Krieg. Und deshalb heißt das hier Kleinköln. Und da wurde bis Anfang der 90er Jahre geboxt. Und wenn dann hier geboxt war, war es Kleinköln immer Wiegelokal. Ja, Und man weiß, Boxen und Milieu ne, hängt ja ein bisschen erst zusammen. Und dann was für Arsch auf war einmal. an diesen Boxtagen war das Lokal für normale Leute geschlossen. Frauen hatten absolutes Lokalverbot, bis auf die Bedienungen. Und dann kam die ganze Unterwelt Deutschlands zusammen und traf sich hier zum Boxen. Kleinköln war dafür bekannt, egal was passierte, drinnen, es ging nie was nach draußen. Deshalb hatten wir auch sehr viel Prominenz zu Gast. Die Kölner, die Insider wissen das und die konnten auch hier, sagen wir mal richtig, die Sau rauslassen. Es ging nie was an die Presse. Ich habe Depeche Mode bedient, ich habe Heiner Lauterbach ganz oft bedient, ich habe Heinz Hönig, die kennt ihr noch, Dieter Krebs und weiß der Geier. Also wir hatten sehr illustre Gäste hier, aber mehr erzähle ich nicht. Getreu dem Motto weniger erzählen, mehr trinken, entern wir das berühmte Brauhaus Päffken, um uns dort ein süffiges Kölsch zu gönnen, bevor wir uns weiter auf den Weg machen Richtung Rudolfplatz, der Endstation unserer kleinen Milieuführung mit Petra. Ich habe immer Ich habe Hunger. auch Hunger. Ich habe gerade Muffins zwar gegessen noch und ein paar Chicken irgendwas. Aber wir gehen doch jetzt auf was essen, Ja, wir können oder? jetzt ja noch in so ein Brauhaus, so können typisch Pizza Kölsch, essen. nochmal essen, nochmal einen Kölsch trinken. Pizza Der ist O's nicht so nochmal gut. In Apfelsaftschorle. der Braustelle. In der Braustelle, in der Kölns Christianstraße. Kölns kleinste Brauerei. Oh. Also es ist schon sehr besonders, dass man hier mit der Brauanlage quasi so vis-à-vis sitzt, ne? Ihr braucht dann auch jeden Tag, jeden Früh. Ja, wir brauchen ungefähr 1- bis 2-mal die Woche, 5- bis 6-mal im Monat. Ein Sud hier hat 10 Hektoliter, also 1000 Liter. Das ist viel, Wie ne? Obelix, wenn er reinfällt, ey. Wow. Das habt ihr hier gerade auch noch zugesteckt bekommen. Ja, für einen kleinen Jungen, der hat das gerade gemalt. Wie hieß der? Vincent. Ihr seid sehr fannah auch, ne? Ja, muss ja, ne? Ist Ja. ja wichtig, gehört ja dazu. Ist, muss man einfach sagen, wir sind den Fans einfach dankbar, weil wir da stehen, wo wir heute stehen, einfach wegen den Leuten, die uns unterstützt haben. Und ja, warum da abheben und sagen, nö, wir machen keine Fotos, ist nicht unser Ding. Werdet ihr denn oft erkannt? Also bei uns, wenn man einen sieht, dann ist es noch eher so ein war das Wenn denn? der Bei zweite zwei vorbei- so, und bei 3 ist dann so, das sind die dann. Also zu dritt ist schon, da meinen wir dann natürlich so ein bisschen die Hotspots. Also wir sind jetzt nicht am Dom wirklich zu dritt unterwegs. In einem eurer Songs zitiert ihr Kraftklub. Ich Okay. will nicht nach Berlin. Hat das irgendwie was auch mit einer tatsächlichen Meinung über Berlin mit von euch zu tun? Oh, jetzt müssen wir über Berlin lästern. Ich will nicht nach Berlin und auch sonst nirgendwo hin. Ich fühle mich immer gut da, wo meine Leute sind. Es war ja bei Verdammt Normal bei dem Song und da war ja die Aussage, dass jeder irgendwie normal ist und auch verdammt normal glücklich sein kann. Und jeder ist ja momentan so im Trend, so ich will nach Berlin und will da mein Ding eröffnen und will da malen und werde da ganz groß und verdiene ganz viel Geld. Und haben wir auch gesagt, ich will nicht nach Berlin, so halt einfach weil ja, jeder irgendwie nach Berlin momentan will. So. Ich bin verdammt normal. Ich bin verdammt normal. Mein Tag mit Waititi begann mit einer schweißtreibenden Partie Lasertag. Wir sind mit unserem Guide Petra ins Kölner Rotlichtmilieu abgetaucht und waren zu Gast in Kölns kleinster Brauerei. Ich bin halt normal. Schöner Tag. Ich Ja, hoffe, dir hat's auch gefallen. Auf jeden Fall. Ich ziehe jetzt nach Köln übrigens. In den Dom, ne? Und ihr seid dann meine ersten besten Freunde. Ja! Danke dir. So, das sind meine neuen Freunde. Und ja, vielen Dank. Wir gehen jetzt. Ja. Tschüss. Tschüss. Achso, oder tschö, wie man es in Köln sagt. Tschö. Tschö, tschö. Ja, geh mal, ne? Achso, ja. So, jetzt immer Lasertag spielen, ne?